Wird es bald nicht mehr möglich sein, dass Ausländer, die nicht in den USA wohnen, dort mit einer einfachen ITIN, einer Steuernummer, ein amerikanisches Bankkonto bekommen? Eine neue Executive Order aus dem Weißen Haus lässt hier nichts Gutes erahnen. Die Details dazu werde ich dir in diesem Video jetzt erläutern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich dafür interessierst, in den USA eine Firma zu gründen, in die USA auszuwandern oder eben dort Konten zu eröffnen, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir betreuen seit langem Mandanten, die in die USA auswandern, dort Firmen gründen möchten oder eben das US-Finanzsystem nutzen wollen. Alle weiteren Details dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Wir organisieren auch regelmäßig tolle Investoren- und Erlebnisreisen nach Austin, wo ich dir dann eine Woche lang Austin und Texas zeigen werde, wo wir uns nicht nur intensiv mit dem Thema Steuern, Visa, Banking, Firmengründung in den USA auseinandersetzen, sondern wo du wirklich auch Austin erleben kannst. Vom Barbecue über Country Music bis zum wunderschönen Hill Country. Da wird dir in einer Woche viel geboten und das Ganze natürlich mit Gleichgesinnten. Details, wie gesagt, auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Nun aber zum eigentlichen Thema. Immer mehr Deutsche, Österreicher und Schweizer und generell auch Europäer, würde ich fast sagen, die nicht in den USA wohnen, haben dort in den letzten Jahren Konten eröffnet, zum Teil Privatkonten, zum Teil Firmenkonten. Denn das amerikanische Finanzsystem ist natürlich deutlich besser als das europäische, als das Finanzsystem in der EU. Gerade als Unternehmer hast du dort tolle Möglichkeiten, zum Beispiel sehr mächtige Kreditkarten zu beantragen. Diese Kreditkarten haben nicht nur sehr hohe Verfügungsrahmen, weit über $100.000, sondern du kannst eben damit auch hervorragend Punkte sammeln, wenn du deine Betriebsausgaben einfach über diese Karten abwickelst. Und dann kannst du da in kurzer Zeit so viele Meilen sammeln, dass du dann letztlich kostenlos, sage ich jetzt mal leicht übertrieben, um die Welt fliegen kannst und das natürlich First Class oder Business Class. Das nennt man das sogenannte Travel Hacking. Hast du vielleicht auch schon gesehen. Gibt es ja viele auch, die das auf YouTube entsprechend anpreisen. Dazu baut man sich eben einen Credit Score in den USA auf, also eine Bonität. Wir haben ja dazu auch schon etliche Videos gemacht. Und wenn man dann diese Bonität erreicht hat, dann kriegt man eben diese sehr guten Kreditkarten. Und man hat dann sowohl Kreditkarten für sich persönlich als auch dann in seiner Firma. Man gründet in der Regel eine LLC. Hat dann also sehr gute persönliche Kreditkarten und auch dann sehr gute Business-Kreditkarten. Wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich hier irgendwelche Darlehen sichert und ihr dann Kredite in den USA bekommt. Hier geht es tatsächlich darum, dass man die Vorteile des US-Finanzsystems dann nutzen kann, eben zum Beispiel zum Travel-Hacking oder vielleicht möchte man auch mal über die Bonität dann tatsächlich in den USA investieren, dort eine Immobilie kaufen, diese finanzieren lassen oder man plant irgendwann in die USA auszuwandern und möchte schon mal sich darauf vorbereiten und dann schon im Vorfeld eine gute Bonität aufzubauen. Denn in den USA, das weiß man, ist ja der Credit Score alles. Ohne Credit Score bekommt man nicht mal eine Mietswohnung oder einen Handyvertrag. Wobei man ganz klar sagen muss, die meisten, die diese Konten eröffnen, machen das Ganze, weil sie ausgewandert sind, weil sie Unternehmer sind, weil sie digital Nomaden sind, weil sie Perpetual Traveler sind und einfach die Flexibilität mögen und die Möglichkeiten, die diese Konten bieten, insbesondere um Meilen zu sammeln und damit dann viele Vorteile bei Airlines, bei Hotels und anderweitig natürlich auch zu haben. Amerikaner benötigen ja normalerweise, um Konten zu eröffnen, eine Social Security Number, eine Sozialversicherungsnummer, auch SSN genannt. Das kriegt natürlich jemand, der in den USA wohnt, nicht. Aber auch Personen, die nicht in den USA wohnen, bekommen eine amerikanische Steuernummer. Diese Steuernummer für Ausländer, sage ich jetzt mal, nennt man ITIN. Wenn du ein Visum hast übrigens, mit dem du in den USA leben kannst, dann bekommst du natürlich auch eine Social. Also ich bin ja 2008 in die USA ausgewandert. Ich habe natürlich eine Social, das ist klar. Aber die Social eben bekommt man nur, wenn man auch das Recht hat, in den USA zu leben und zu arbeiten. Und wenn du das eben nicht hast, weil du zum Beispiel nur auf ESTA in den USA bist oder ein Besuchervisum hast, dann kannst du die ITIN beantragen. Auch das
ist mittlerweile relativ umständlich geworden, aber in Kombination mit einer LLC, die dich dann möglicherweise irgendwann bezahlen wird, kannst du argumentieren, dass du diese ITIN benötigst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie in den USA hast, dann wirst du sowieso die ITIN problemlos bekommen. Aber auf Basis dieser ITIN kannst du dann ebenfalls einen Credit Score in den USA aufbauen. Der ist dann eben nicht mit deiner SSN verknüpft, sondern mit deiner ITIN, die das gleiche Format hat wie die Social Security Nummer. Und bei den Kreditbüros wie zum Beispiel Experian oder TransUnion bist du dann eben mit dieser ITIN registriert und kannst deinen Score aufbauen. Und das Ganze geht ein paar Monate und dann bekommst du eben immer bessere Kreditkarten mit immer höherem Verfügungsrahmen. Aber es scheint jetzt so zu sein, dass möglicherweise Donald Trump dem Spaß ein Ende bereitet hat, denn es gab eine neue Executive Order, also einen Erlass, ein Dekret aus dem Weißen Haus zum Schutz des amerikanischen Bankensystems, wie es da so schön heißt. Und da wird ganz klar diese Praxis bemängelt, dass hier Ausländer, die nur eine ITIN haben, also keine richtige Social Security Nummer haben, Konten in den USA eröffnen können. Ich will dir mal eben diese Executive Order zeigen und dir dann auch die Stelle zeigen, wo von der ITIN die Rede ist. Also, Restoring Integrity to America's Financial System, 19. Mai 2026. Lass mich ganz kurz den Zusammenhang erklären. Um was es hier natürlich geht, ist illegale Einwanderer. Geht es natürlich nicht wirklich um Deutsche, Österreicher und Schweizer, die jetzt dort ITINs haben, die gar nicht wirklich in den USA wohnen, die sich da nicht illegal aufhalten. Hier geht es also nicht um solche Personen, die dann dort mit einer ITIN ein Konto eröffnen, sondern tatsächlich in Wirklichkeit um illegale Einwanderer. Du weißt natürlich, dass die Trump-Regierung hier besonders scharf gegen illegale Einwanderer vorgeht. Wobei ich persönlich finde das jetzt eigentlich kontraproduktiv. Die amerikanischen Banken mögen es natürlich auch nicht. Hier wurde extrem lobbyiert gegen diese Executive Order. Die wurde auch schon sehr stark verbessert. Eigentlich sollte die viel schärfer sein. Eigentlich hätte hier jeder, der in Amerika ein Konto eröffnet, in Zukunft einen Pass zeigen müssen, was natürlich ein Problem ist, denn die meisten Amerikaner haben keine Pässe. Sie verwenden einfach einen Führerschein als ihren Personalausweis. Also da haben sich die Banken natürlich dann strikt dagegen gewehrt. Und was wir jetzt haben, ist eben diese verbesserte Version. Aber eben die Sache mit der ITIN, die ist leider drin geblieben. So, jetzt wollen wir auch gleich mal hier runterscrollen zu der Stelle, wo es dann um die ITIN geht. Und das ist schon relativ weit oben der Fall. Hier gibt es den Abschnitt 3, Safeguarding Against Fraud and Abuse, also Schutz vor Betrug und Missbrauch. Innerhalb von 60 Tagen nach dem Erlass dieses Dekretes muss das Finanzministerium Durchführungsverordnungen an die Banken schicken, wie sie sich gegen Risiken zu wehren haben, die mit dem Missbrauch des amerikanischen Finanzsystems zusammenhängen durch Personen, die nicht autorisiert sind, in den USA zu arbeiten und natürlich auch gegenüber deren Arbeitgebern. Welche Art von Missbrauch geht es jetzt zum Beispiel? Und da ist dann eben die ITIN drin. Hier beim Satz 6, the use of an individual taxpayer identification number ITIN to obtain credit products or open depository accounts where the applicant lacks verified lawful immigration status. Also Konten zu eröffnen und auch Kreditkarten und andere Kreditprodukte zu beantragen, ohne dass derjenige tatsächlich in den USA einen rechtmäßigen Status hat. Hier steht dann ganz klar, natürlich hat die ITIN den Vorteil, dass man dann auch steuerlich erfasst ist. Allerdings ist eben der Gebrauch anstatt einer Sozialversicherungsnummer einer SSN ein Risiko, der dann Enhanced Due Diligence benötigt, damit dieses Bankkonto nicht dazu verwendet wird, dass illegale Einwanderer hier illegal in den USA arbeiten. Also, du siehst ganz klar, es geht hier eindeutig um Personen, die sich illegal in den USA aufhalten. Das tust du ja nicht, wenn du in die USA einreist mit deinem ESTA und dann zur Bank gehst, bist du ja da nicht illegal. Aber meine Befürchtung ist eben, dass im Grunde genommen das Kind mit dem Badewasser ausgekippt wird. Das heißt, es geht dann gar nicht mehr darum, dass nur illegale Einwanderer dann daran gehindert werden sollen, solche Konten zu eröffnen, was die Banken ja auch nicht wollen. Die Banken haben ja die illegalen Einwanderer hier sehr gern, denn diese illegalen Einwanderer, muss man ganz klar sagen, sind unheimlich fleißig, haben hier gute Businesses.
zahlen in der Regel auch wirklich Steuer, selbst wenn sie illegal sind. Ja, also die Banken sagen sich, du bist ja komplett verrückt, Donald, warum machst du das? Wir machen doch mit diesen Illegalen jede Menge Geld. Mach uns doch bitte unser Business nicht kaputt. Und weil natürlich die Banken ganz genau wissen, dass Personen, die eine ITIN haben, vielfach illegale Einwanderer sind, und man braucht die ITIN eben zur Kontoeröffnung, wird im Grunde dann bei der Kontoeröffnung durch die Bank ganz bewusst keine weitere Frage rund um deine Adresse in den USA, um deinen Einwanderungsstatus in den USA gefragt. Also, ich hatte ja schon vor kurzem ein Video gemacht, wo ich dann mit Harley bei der Bank war. Harley hat eine Adresse in den USA mitgenutzt, war zwar eine echte Wohnadresse, aber natürlich keinen wirklichen Wohnsitz in den USA gehabt, hat eine ITIN gehabt. Da gilt dann ganz klar das Don't Ask, Don't Tell Prinzip. Weder fragt die Bank, ob du da wirklich lebst, weder fragt die Bank, ob du da wirklich in den USA steuerpflichtig bist, weder fragt die Bank, ob du in irgendeinem anderen Land steuerpflichtig bist. Weder fragt die Bank, naja, Sie sind ja nun Deutscher, sind Sie möglicherweise noch in Deutschland steuerpflichtig, sind Sie noch in irgendeinem anderen Land steuerpflichtig? All das wird bei den USA nicht gefragt, solange du dort eine Adresse vorzeigen kannst, einen Utility Bill oder einen ähnlichen Adressnachweis und eben diese ITIN werden dort keine weiteren Fragen gefragt. Selbst wenn man sagen könnte, naja, die Banken müssen ja wissen, dass viele, die dort so angedackelt kommen mit einer ITIN und irgendeiner Adresse in den USA, eigentlich kein Recht haben, dort zu wohnen. Aber bisher werden eben diese Fragen komplett ausgeklammert. Und ich persönlich finde das eigentlich auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, warum nicht? Die Leute bringen Geld ins Land, die nehmen an der Wertschöpfung teil. Es ist ja nicht so, dass die hier Amerikanern wirklich Jobs wegnehmen. Wer für schon in der texanischen Hitze Rasen mähen, Zäune einschlagen oder den ganzen Tag in einer Garküche stehen. Das sind Jobs, die Amerikaner normalerweise nicht machen wollen. Und bisher war es eben so, dass die Banken dazu ein pragmatisches Verhältnis hatten. Gerade in Texas übrigens eigentlich auch die texanische Politik. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt alles geändert. Natürlich kann man sagen, dass es sinnvoll ist, dass auch eine Regierung sich wirklich darum kümmert, wer ist legal im Land und wer nicht. Das sehe ich im Prinzip genauso. Man würde sich wünschen, dass die europäischen Regierungen genauso ernst nehmen. Das heißt, bisher, wenn du in den USA ein Konto eröffnet hast, hast du da nichts falsch gemacht, du hast da nicht gelogen, du hast da einfach die Anforderungen erfüllt, welche die Bank hatte. Jetzt ist eben die Frage, was jetzt genau passiert und zum heutigen Zeitpunkt, wir haben jetzt Anfang Juli, ist eben noch nicht klar, was die Banken tatsächlich machen werden. Verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich heute auch schon möglich, dass du hier als Ausländer in den USA ein Konto eröffnest, auch ohne ITIN. Dann funktioniert aber dieses Credit Building normalerweise nicht, weil du ja dann zum Beispiel deine deutsche Steuernummer der Bank gibst. Dann kommt es auch übrigens zum Informationsaustausch, denn auch der FATCA-Informationsaustausch ist bidirektional im deutsch-amerikanischen Abkommen. Und eben für den Bonitätsaufbau bringt das dann nichts. Das heißt, auch in Zukunft wirst du Möglichkeiten haben, in den USA ein Konto zu bekommen. Und das ist auch schon heute so, gibt es dort bestimmte Bedingungen, dann zum Beispiel höhere Einlagen, die dafür dann notwendig sind. Also, wie gesagt, wenn du heute nach New York gehst zu einer Privatbank und sagst, hier, ich habe 1 Million, die ich hier gerne anlegen will, dann kannst du das auch mit deutschem Wohnsitz machen, dann brauchst du keinen amerikanischen Wohnsitz. Aber wie gesagt, dann baust du auch keine amerikanische Bonität natürlich auf. Und deswegen wird man jetzt abwarten müssen, was nun wirklich passiert. Da gibt es jetzt noch etwas Zeit. Wir müssen darauf warten, was das Finanzministerium sagt. Aber meine Befürchtung ist eben, dass die Banken wieder einmal päpstlicher werden als der Papst. Das kennen wir ja generell von Banken, dass sie dann übervorsichtig werden, dass die eben nicht in der Haftung sein wollen und deswegen dann sehr viel strenger sein werden, als es eigentlich notwendig wäre. Denn, wie gesagt, wenn du mit deinem ESTA in die USA einreist, dann bist du ja in diesem Moment legal in den USA. Du brauchst ja kein Visum, um in die USA einzureisen. Es ist doch komplett egal, mit ESTA ein Konto zu eröffnen. Also du bist zu diesem Zeitpunkt ja kein illegaler Einwanderer. Und dann gehst du zur Bank und gibst dort deine amerikanische Adresse an. Danach fragt dich die Bank. Die Bank fragt ja nicht nach deinem Einwanderungsstatus. Aber ich denke, dass sich das in Zukunft eben ändern könnte. Wir werden jetzt noch abwarten müssen. Und wenn sich hier definitiv dann etwas ergibt, werde ich das natürlich auch hier dann teilen und ein Video machen. Wir haben ja einige Mandanten, die entsprechende Konten in den USA haben. Das heißt, es wird zum einen mal interessant werden, was dann passiert, wenn man jetzt ein neues Konto eröffnet. Aber natürlich wird es auch interessant sein, was passiert, wenn man bereits Konten in den USA hat. Wird es dann möglicherweise so sein,
dass die Kreditkarten einem dann gesperrt werden, dass man keine neuen Kreditkarten mehr bekommt. Es gibt ja leider, muss man sagen, in dieser Szene etliche, die dazu geraten haben, dass man entsprechend diese Karten dann auch voll ausreizt und dann einfach immer wieder umschuldet auf neue Karten. Das haben wir persönlich nie empfohlen. Wir raten dir, diese Karten zu beschaffen, wenn du zum Beispiel ein Business in den USA hast, du dann deine Geschäftsausgaben drüber laufen lassen kannst, aber im Grunde genommen die Karte am Ende jeden Monat zurückbezahlst, aber natürlich nicht wirklich, um diese Karte dann auszureizen. Jetzt könntest du ja sagen auch, naja, okay, die persönlichen Kreditkarten sind mir eigentlich egal. Wenn ich hier eine Firma gründe, das können ja auch Ausländer in den USA machen, da bekommt man dann auch ein Konto, dann brauche ich ja eigentlich persönlich keinen Credit Score. Dann habe ich eben einfach eine Firmenkarte. Ja, das ist eben leider auch nicht so. Du kannst im Grunde genommen die Bonität der Firma zunächst mal nur aufbauen, wenn du selbst eine gute Bonität hast. Danach wird die Firma dann auch eine eigenständige Bonität aufbauen. Aber dahin kommst du letztlich nur über deine eigene persönliche Bonität. Denn die guten Kreditkarten der Firma, dafür wirst du zunächst mal eine eigene persönliche Bonität vorweisen müssen. Und wenn du die persönliche Bonität nicht mehr aufbauen kannst, weil du eben kein Credit bekommst, dann wirst du auf jeden Fall dort ein Problem haben können. Also, wie das Ganze sich ergibt, das muss man jetzt sehen, welche Auswege, welche Schlupflöcher es in Zukunft geben wird. Das muss man eben auch dann prüfen. Wie gesagt, wir sind da dran. Wir haben auch sehr kompetente Partner, mit denen wir diesbezüglich arbeiten. Man muss jetzt einfach sehen, was sich da ergibt. Ich meine, es liegt in der Natur der Sache. Wir machen jetzt seit 2006 Bankkonten auf. Das wird immer schwieriger grundsätzlich. Also sollte es einen auch nicht verwundern, dass Dinge, die einmal gut funktioniert haben, dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Aber es wäre natürlich sehr schade. Ob es jetzt noch Sinn macht, für dich hier Geld auszugeben, diesen Prozess zu starten. Wie gesagt, du musst ja eine Firma gründen, du musst dann auch in die USA reisen. Das ist natürlich die Frage. Auf der einen Seite könnte man sagen, jetzt probieren wir es noch so schnell wie möglich, bevor dann hier wirklich diese Durchführungsverordnungen in Kraft treten. Aber wie gesagt, man hat natürlich keine Möglichkeit mit Sicherheit zu sagen, ob nicht dann später auch bereits existierende Konten davon betroffen sein werden. Wenn du tatsächlich ein Visum in den USA hast, mit dem du in den USA leben kannst, auch wenn du nicht wirklich in den USA lebst, dann hast du natürlich überhaupt kein Problem. Dann wird das auch weiterhin alles problemlos funktionieren. Aber eben, wenn das nicht der Fall ist, dann könnte es in Zukunft schwierig werden. Wie gesagt, wir werden dich auf dem Laufenden halten. Wenn auch du dich mit dem Thema USA, Firmengründung in den USA, Auswanderung in die USA, US-Visa beschäftigst, können wir gerne jederzeit ein Beratungsgespräch führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, unser Büro ist in Austin, Texas. Wir helfen schon seit vielen Jahren Mandanten dabei, in die USA auszuwandern, hier Firmen zu gründen, Konten zu eröffnen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.